Du bist umgeknickt und es ist schon mindestens 2 Wochen her? In diesem Video zeige ich dir, welche Übung du phasengerecht ab der 3. Woche nach der Verletzung machen kannst, damit du schnell wieder deine Beweglichkeit wieder zurückbekommst und deine Muskulatur wieder stabil wird. Das Ziel von der 2. Phase der Rehabilitation von einer Bänderverletzung ist, dass deine Muskulatur wieder stabil wird, dass du wieder Kraft gewinnst und vor allem, dass du die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk wiederherstellst. Und damit fangen wir auch gleich an mit der Beweglichkeitsübung. Dafür solltest du jetzt eine Wand suchen und an dem werden wir jetzt üben. Für die erste Übung solltest du jetzt an die Wand reingehen. Deine Füße oder das verletzte Bein ist das in diesem Fall hier das vordere Bein. Der ist jetzt ganz nah von der Wand. Und jetzt versuchst du, dass die Ferse unten auf dem Boden bleibt und du bringst dein Knie nach vorne Richtung Wand. Und wieder zurück. Und nochmal und wieder zurück. Du bewegst jetzt den Unterschenkel in Bezug zum Sprunggelenk und versuchst jetzt die erste Beweglichkeit wieder reinzubekommen. Nachdem deine Beweglichkeit verbessert ist, gehst du dann mit dem Fuß, in diesem Fall den rechten Fuß, gehst du jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Indem du jetzt dich verbessert hast, versuchst du dann den Fuß von der Wand ein bisschen wegzubringen und trotzdem bewegst du jetzt halt das Knie nach vorne Richtung Wand. Wie tiefer du mit deinem Knie jetzt kommst, desto mehr Beweglichkeit kommt in den Sprunggelenk wieder rein. Und diese Übung solltest du auch 20 Mal wiederholen, so weit wie du kannst, das Knie nach unten zu bringen und die Ferse, die muss auf dem Boden bleiben. Als nächstes versuchst du dann, die Beweglichkeit in die Gegenrichtung zu bringen. Das heißt, du legst jetzt deinen Vorfuß auf eine kleine Erhöhung. Am Anfang reichen einfach mal ein paar Bücher. Wichtig dabei ist, dass die Ferse auf dem Boden bleiben. Und dann bewegst du jetzt den Unterschenkel vor und zurück. Und versuche, wenn du jetzt hinten bist, das Knie komplett gestreckt zu lassen und dass du dein Sprunggelenk so weit wie möglich nach oben zu bringen. Nachdem du jetzt mit den Büchern gearbeitet hast und das für dich genug ist, dann versuchst du das weiterzusteigen, indem du jetzt deinen Vorfuß komplett an der Wand bringst. Und dann versuchst du, deinen Vorfuß an der Wand zu bringen, das Knie gestreckt zu lassen, damit du die Beweglichkeit in die Gegenrichtung wieder gewinnst. Und auch hier solltest du versuchen, kleine Impulse zu geben, dass du die Zehe immer weit zu dir nach oben ziehst. So 20 kleine Wiederholungen. Als erstes haben wir in der Beweglichkeit gearbeitet und jetzt geht es darum, dass du die Muskulatur wieder aktivierst und die Kraft wieder zurückbekommst. Du beginnst mit der Übung in Sitzen, dein Knie ist in 90 Grad zu Boden hin. Wichtig ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleibt. Und wir werden jetzt vor allem die Richtungen trainieren, die jetzt die Muskulatur, die dein Sprunggelenk wieder stabilisiert. Dafür benötigst du so einen elastischen Band und den kannst du entweder an den Tisch befestigen oder an irgendwas, wo es jetzt halt fest und stabil bleibt. Du rollst den Elastik nach vorne auf den Vorfuß, die Zehe lässt du locker. Ganz wichtig ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden bleibt. Du gibst einen leichten Widerstand, die Ferse bleibt auf dem Boden und dann machst du so eine Schaufelbewegung nach außen und nach oben weg. Und dann wieder locker lassen. Und nach außen und oben weg. Achte dabei, dass du nur den Fuß bewegst und nicht so doll das Knie bewegst, dass du da stabil bleibst. Wiederhole diese Übungen 3 Serien, in die erste Serie für 12 Wiederholungen, in die zweite Serie für 10 Wiederholungen und in die dritte Serie für 8 Wiederholungen. Immer nach außen, so weit wie du kannst und langsam wieder zurück, schmerzadaptiert. Nachdem du die Beweglichkeit nach außen gearbeitet hast, bzw. die Kraft nach außen wieder aufgebaut hast, geht es jetzt darum, dass du die Bewegung und die Stabilität von der Muskulatur für die inneren Seite für deinen Fuß wieder bearbeitest. Und dafür nimmst du jetzt wieder dein Elastisch, aber der Widerstand kommt jetzt von außen. Deine Ferse bleibt jetzt auf dem Boden, dein Knie ist ungefähr in 90 Grad, kannst du ein bisschen mehr beugen. Und jetzt versuchst du genau wie davor diese Schaufelbewegung nach innen und oben zu machen.
Wie weit das elastische Band nach vorne Richtung Zehen ist, desto schwieriger ist auch die Übung. Die elastischen Bänder haben auch unterschiedliche Widerstandsstärke je nach Farbe. Am Anfang suche das aus, was es für dich schmerzfrei auszuführen ist. Und auch diese Übung solltest du 12 Mal bei der ersten Serie wiederholen, in der zweiten Serie 10 Wiederholungen und bei der dritten nur noch 8. Zwischen die Serien baust du immer wieder Erholungsphasen von 30 bis zu 45 Sekunden ein. Die dritte Bewegungsrichtung, was du jetzt arbeiten solltest, ist die Wadenmuskulatur. Und dafür legst du jetzt den Theraband ganz weit nach vorne Richtung Zehe, die Ferse bleibt auf dem Boden und dann drückst du nach unten. So als ob du jetzt im Auto Gas geben würdest bzw. auf die Kupplung trittst. Wichtig dabei ist, dass die Ferse die ganze Zeit auf dem Boden ist und du versuchst mit deiner Wadenmuskulatur den Vorfuß auf den Boden zu führen. Genau wie bei den anderen Übungen solltest du 3 Serien einbauen, bei den ersten 12 Wiederholungen, bei den zweiten 10 Wiederholungen und bei der dritten 8 Wiederholungen. Und die vierte und letzte Richtung, die dir fehlt, ist, um diese Muskulatur aufzubauen, und dafür brauchst du den Widerstand von vorn kommend, die Ferse bleibt auf dem Boden und du ziehst den Fuß zu dir nach oben und dann wieder locker nach unten lassen. Und hochziehen und wieder runter. Und hochziehen und wieder runter. Leicht ist es im Sitzen, ist, dass du die Übung machst mit dem gestreckten Fuß. Das heißt, du könntest das jetzt im Liegen machen. Den Widerstand ist es wichtig, dass es nach vorne kommt und dann ziehst du den Fuß nach oben zu dir hin und lässt es dann langsam wieder runter. Vor allem beim nach unten kommen kann es sein, dass du einen leichten Schmerz in den Sprunggelenk verspürst. Das heißt, dass du in diese Überdehnung von den Bändern wieder reinkommst. Wenn es so bei dir sein sollte, dann achte darauf, dass du nicht in diesem Bereich trainierst. Das heißt, du lässt den Fuß dann nicht so weit nach unten, wie du Schmerzen spürst, sondern hörst davor wieder auf. Und genau wie bei den anderen Übungen, 3 Serien, 12, 10 und 8 Wiederholungen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und dann abonniere meinen Kanal, dass du nichts mehr verpasst. Und zu guter Letzt solltest du dann nicht vergessen, dein Gleichgewicht zu üben, bzw. die Wahrnehmung von deinem Sprunggelenk. Und dafür solltest du in diese erste Phase, das heißt von 3 bis 6 Wochen nach Verletzungen, diese Übung durchzuführen. Und für die letzte Übung bzw. die Wahrnehmungsübung für dein Sprunggelenk solltest du dann versuchen, in einer Linie zu laufen, mit einem Fuß direkt vor den anderen. Wenn du die Basis von deinem Schritt ganz doll verkürzt, das sorgt es dafür, dass deine Bänder wirklich aktiv wieder werden und du dein Sprunggelenk wieder stabilisierst. In der ersten Phase kannst du diese Übung durchführen mit geöffneten Augen. Danach, wenn du es besser kannst, kannst du das gleiche probieren nochmal mit geschlossenen Augen. Ein Fuß vor den anderen, langsam Gleichgewicht halten. Diese Übungen werden dir helfen in der zweiten Phase nach deiner Bänderverletzung am Sprunggelenk. Damit gewinnst du wieder an Kraft und vor allem wieder an Stabilität. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts mehr verpasst. Und in diesem Video geht es dann weiter mit den letzten Übungen, die du dann ab der Woche 6 nach deiner Verletzung wieder machen kannst, damit du wieder deinen Sport oder deinen Alltag schmerzfrei und voll beweglich wieder gewinnen kannst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!